Als sein Haus versehentlich Feuer fing, musste der Familienhund schnell handeln, um das Leben des Babys zu retten. Was dann geschah, schockierte Dawn und Stuart. Sie waren ein Paar, wie jedes andere, hatten viele Leidenschaften und Interessen, die sie zu einem perfekten Paar machten. Eine ihrer gemeinsamen Leidenschaften waren Tiere und besondere Hunde. Deshalb kauften sie sich nicht lange, nachdem sie zusammengezogen waren, einen großen Boxer namens Beanie. Beanie sah vielleicht hart aus und als würde er jeden Kampf gewinnen, aber die Wahrheit war, dass er der sanfteste und liebevollste Hund war, den Stuart und Dawn sich je hätten wünschen können. Der Hund wurde das erste Mitglied ihrer neuen Familie, aber er sollte nicht das letzte sein. Mitte März letzten Jahres entdeckte Dawn, dass sie schwanger war, obwohl sie und Stuart nicht geplant hatten, ein Baby zu bekommen. Sie begrüßten die Nachricht jedoch mit Aufregung und konnten es kaum erwarten, Beanie einen Freund zu geben, mit dem er aufwachsen konnte. Die Schwangerschaft verlief reibungslos und im Januar des nächsten Jahres brachte Dawn einen glücklichen und gesunden Jungen zur Welt, den sie Mason nannten. Sowohl Stuart als auch Dawn erwiesen sich als großartige, liebevolle und fürsorgliche Eltern, die alles für ihren kleinen Jungen tun würden. Mason entwickelte sich schnell und begann bald zu sitzen, zu krabbeln und sogar zu laufen. Und während all dem war Beanie da als sein bester Freund und Kumpel, denn ihre Freundschaft war süß und liebenswert. Sie war jedoch auch das, was den Jungen vor dem sicheren Tod bewahrte. Weniger als ein Jahr später war es ihr allererstes Weihnachten mit Mason. Stuart und Dawn wollten es zu etwas Besonderem machen und den Tag als Familie verbringen. Sie wollten Geschenke öffnen, Spiele spielen und essen. Mason war vielleicht noch zu jung, um das alles wirklich zu schätzen, aber es war ein besonderer Tag und ein magischer Moment, der in Erinnerung von Stuart und Dawn für den Rest ihres Lebens bleiben würde. Es war ein fantastischer Tag. Beanie rannte herum und spielte mit dem Geschenkpapier. Seine Familie beobachtete das Geschehen und lachte. Schließlich bekamen sie alle Hunger und aßen ein wunderbares hausgemachtes Truthahn-Abendessen mit Champagner für Stuart und Dawn, Fruchtsaft für Mason und einer schönen, kühlenden Schale mit Wasser für Beanie. Es war ein langer und aufregender Tag für den kleinen Jungen, der gerade mal ein Jahr alt war. Zweifellos wäre er am Boden zerstört gewesen, aber Mason schlief fest, noch bevor Stuart überhaupt die Schlafzimmertür erreichte. Sein Vater öffnete das Fenster ein wenig, um die stickige Luft herauszulassen und legte das Baby in seinen Wagen. Beanie kam hereinspaziert und sprang sofort auf den Nachttisch und in Masons Bettchen. Er rollte sich zu dessen Füßen und schlief ebenfalls ein. Stuart lächelte und ging weg, wobei er die Tür einen Spalt offen ließ, für den Fall, dass der Hund rausgehen wollte. Stuart ging die Treppe hinunter und half Dawn beim Aufräumen, bevor er seiner Frau sagte, dass er ein paar Geschenke bei seinem Bruder auf der anderen Seite der Stadt abholen würde. Dawn gab ihm einen Abschiedskuss und sagte ihm, dass es nicht lange dauern würde. Dann ging sie zur Couch und legte sich vor den Fernseher. Ihre Augen wurden schwer und sie schlief schließlich ein. Sie wusste nicht, dass eine Katastrophe bevorstand. Etwas potenziell Schreckliches würde passieren, während sie die Küche aufräumte. Weder Dawn noch Stuart hatten bemerkt, dass eine der Herdplatten, auf die ein Tuch gefallen war, anfing zu schwelen. Bevor das Feuer in Flammen aufging, hatte es sich bereits ausgebreitet und ein Großteil der Küche stand in Flammen. Bald erreichte das Feuer den ganzen Raum und breitete sich auf die angrenzenden Räume aus, wo alles verbrannte, was ihm in den Weg kam. Das Feuer breitete sich schnell aus, da es viel Papier und andere brennbare Stoffe im Haus gab. Es brannte im Wesentlichen wie eine Zunderbüchse, schnell und heftig. Rauch stieg in das vordere Zimmer auf, in dem Dawn schlief, und die dicken schwarzen Vorhänge weckten sie bald. Sofort geriet sie in Panik und erinnerte sich daran, dass Mason oben in seiner Wiege lag. Sie sprang auf und rannte zur Treppe, schirmte dabei ihre Nase und ihren Mund vor dem Rauch ab. Doch das intensive Feuer hatte den unteren Teil der Treppe eingenommen und ein Durchkommen wäre unmöglich gewesen. Das Feuer tobte und Dawn hatte keine andere Wahl, als aus dem Haus zu fliehen. Sie war verängstigt darüber, ob Mason noch am Leben war oder nicht. Doch was sie nicht wusste war, dass Beanie, der Hund, sobald er den Rauch gerochen hatte, in Aktion getreten war. Beanie hatte die Schlafzimmertür zugedrückt, um den Rauch zu stoppen und sprang dann zum Fenster. Er steckte seinen Kopf in den kleinen offenen Spalt des Fensters und hatte es schließlich weit genug geöffnet, damit er durch das Fenster klettern konnte. Zum Glück gab es ein Dach nicht weit unter dem Fenster und dahinter weiche Büsche, in die er springen konnte. Beanie atmete tief die kühle Nachtluft ein, rannte zurück zu Masons Zimmer, sprang hinein und packte das Baby am Zipfel des Pyjamas. Er hob ihn mit aller Kraft hoch und trug ihn langsam durch den Raum. In nur wenigen Augenblicken waren die Flammen vor der Schlafzimmertür durchgebrannt und hatten das gesamte Plastikspielzeug in Brand gesetzt. Also hatte Beanie das weinende Baby hochgehoben und festgehalten, während er aus dem Fenster kletterte und sich in die Büsche hinabließ. Dawns verzweifelte Schreie konnte man hören, aber der Schutzhund trug Mason weiter in den Garten und weg vom Feuer. Doch dann tat er etwas ziemlich Schockierendes und völlig Unerwartetes. Der Hund legte das weinende Baby mitten auf der Straße ab, direkt neben den vorbeirasenden Autos. Warum hatte er das getan?
Nun, das war eigentlich ein ziemlich cleverer Schachzug, denn er wusste, dass das Feuerwehrauto aus dieser Richtung kommen würde und wenn es käme, würde es ihn und das Baby auf der Straße sehen und anhalten, um ihnen zu helfen. Es war ein riskanter Plan, aber Beanie wusste instinktiv, dass er Mason beschützen und retten musste. Dann kamen auch schon die ersten Feuerwehrautos. Beanie schritt nervös um den weinenden Mason und hoffte, dass das Feuerwehrauto sie auf der Straße sehen würde, was er glücklicherweise auch tat. 2 Feuerwehrleute sprangen aus dem Wagen, um dem Hund und dem Baby zu helfen, während der Rest der Mannschaft rannte, um das Feuer zu bekämpfen. Zu diesem Zeitpunkt war das Haus ein loderndes Feuer und nichts und niemand hätte es überlebt. Sowohl Mason als auch Beanie trugen leichte Verletzungen mit sich, aber sie waren absolut erleichtert, als die Feuerwehrleute den Jungen zu seiner hysterischen Mutter trugen. Sie war außer sich vor Angst, dass ihr kleiner Junge im Haus gefangen war, ebenso wie Stuart, der zurückgerannt war, sobald er hörte, was los war. Der Ausdruck der Erleichterung auf ihren Gesichtern, als sie ihren Sohn sahen, war herzerwärmend. Der Feuerwehrmann erklärte, dass Beanie den Jungen ganz alleine gerettet hatte und sie eilten sofort zu ihm, um sich zu bedanken. Aber Beanie war das egal, er war einfach froh, dass seine Familie glücklich war und das machte ihn zum bravsten Jungen von allen. Was haltet ihr von dieser unglaublichen Geschichte? Hier findest du noch eine unfassbare Geschichte von einem Hund, der im Wald ausgesetzt wurde, doch dann geschah etwas, womit niemand gerechnet hat.